Hallo Freunde, wissen Sie, dass der schwerste Sumo-Ringer aller Zeiten fast 300 Kilogramm wog? Wozu sind die stärksten Sumo-Ringer auf diesem Planeten fähig? Wie und warum werden sie so groß? Das alles erfahren Sie im folgenden Video. Sumo ist eine etwas interessantere Sportart, als Sie vielleicht denken. Darüber hinaus sind es die Wrestler selbst, sie werden auf keinen Fall mit anderen verwechselt werden. Wenn es um Sumo geht, denken wir sofort an einen riesigen und dicken Japaner mit riesigen Armen und natürlich einem riesigen Bauch. Die meisten Sumo-Ringer sehen wirklich so aus, und was uns an Pampers-Windeln erinnert, ist ein spezieller Gürtel namens Mawashi, ein starker und breiter Stoffgürtel von 9 m Länge und 80 cm Breite. Es ist überraschend, aber frühere Sumo-Ringer waren etwas muskulöser und sehniger. Die Fußgänger sahen ungefähr aus wie heutige Profi-Wrestler oder MMA-Kämpfer. Übrigens gibt es auch heute noch Sumo-Ringer, die eher vom Standpunkt dieser Sportart aus denken. Der Zaunkönig und berühmteste dieser subtilen Kämpfer ist der tschechische Pavel Bojar, der mit einer Körpergröße von 185 cm und einem Gewicht von 90 Kilo unter dem japanischen Namen Yamashita Taro auftritt. Er war einer der leichtesten Kämpfer der Neuzeit Sumo. Es stellt sich die Frage, warum die meisten Ringer solch gigantische Parameter haben, warum können sie sich nicht ein Beispiel an diesem Tschechen nehmen und an Wettkämpfen teilnehmen, ohne übergewichtig zu sein. Das Problem ist, dass es im professionellen Sumo keine Gewichtsklassen für fast jeden gibt. Abgesehen von seltenen Ausnahmen wie Pavel wiegen Weltklasse-Touristen über 120 Kilo, sonst könnten sie sich keinen größeren Erfolg vorstellen. Versuchen Sie einfach, sich mit einem Mann anzustrengen, der 150 Kilo wiegt. Wenn Sie mit diesem Gewicht selbst 80 oder 90 Kilo wiegen, werden Sie aus diesem Kampf kaum als Sieger hervorgehen. Aus diesem Grund wird versucht, bestimmte Beträge so massiv wie möglich und im größtmöglichen Umfang auszuschöpfen. Sie versuchen, maximales Gewicht zu erreichen und nutzen dafür mehrere spezielle Methoden. Diese Kerle wiegen oft 200 Kilo, in manchen Fällen wiegen sie bis zu 300 Kilo. Auf die eine oder andere Weise praktisch jeder. Sumo-Ringer nehmen mit Hilfe einer speziellen Diät und einem besonderen Tagesablauf an Gewicht zu. Die Kämpfer stehen im Morgengrauen auf und beginnen unmittelbar nach der Morgenhygiene mit dem Training auf nüchternen Magen. Dies kann 4 bis 6 Stunden dauern. Ein Kämpfer muss trainieren und alles ins Training stecken. Nach dem Training nehmen die Kämpfer ein heißes Bad, gefolgt von einer Diät gemäß der vorgeschriebenen Diät auf ersten. Auf der anderen Seite besteht die Ernährung der Gipfel darin, dass in ihrem Ernährungsplan völlig auf eine Diät verzichtet wird. Es gibt keine Null-Einschränkungen, je kalorienreicher die Gerichte, desto besser. Es ist ihnen nicht einmal verboten, Alkohol zu trinken. Der Konsum von alkoholischen Getränken gilt unter Sumo-Ringern als völlig normal, im professionellen Sumo hingegen befolgen alle Athleten bestimmte Regeln. Er versucht, etwa 20.000 Kalorien zu sich zu nehmen und isst zweimal am Tag. Viele Sumo-Ringer essen eine Suppe namens Xian Konate. Es ist ein Gericht, das aus vielen Zutaten wie gehackten Meeresfrüchten, breiten Nudeln, Pilzen, Gemüse und vielem mehr zubereitet wird. Es wird normalerweise in großen Mengen zusammen mit Bier und Reis serviert, um die aufgenommene Kalorienmenge zu erhöhen. Unmittelbar nach dem Essen gehen die Ringer schlafen, weil sie Ruhe brauchen. Viele Sumo-Ringer schlafen in Sauerstoffflaschen. Teller, um ihnen das Atmen nach dem Verzehr großer Nahrungsmengen zu erleichtern. Nach dem Schlafen haben Solisten 2 Trainingsphasen. Dann fressen sie sich wieder satt und schlafen. Ein solches Regime ermöglicht es den Sumo 100, enorme Kilogramm an Gewicht zuzunehmen, was für sie im Ring sehr nützlich ist. Wir müssen auch die 2 Seiten der Medaille erwähnen. Eine solche Ernährungsweise ist nicht normal und ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Ringer sind absolut offensichtlich. Warum ist die Lebenserwartung dieser Kämpfer etwa 10 Jahre kürzer als der Durchschnitt? Japanische Ringer müssen für ihre Karriere viele Opfer bringen. Lassen Sie uns nun über ihre Stärke sprechen. Es ist offensichtlich, dass ein hohes Gewicht große Stärke verleiht. Wenn man sich diese pummeligen Kerle ansieht, geht man automatisch davon aus, dass sie stark sind, aber ihre Stärke ist nicht nur eine Folge des Gewichts. Aufgrund des sehr harten Trainings mag es für viele so aussehen, als ob Sumo-Ringer nichts anderes tun, als zu essen und zu ringen, und zwar einer ständigen Tötungsroutine nach strengem Regime. Tägliche, sich wiederholende Aktionen ohne jegliche
All diese Veränderungen zusammen machen sie zu außergewöhnlich starken Sportlern. Ringer haben beeindruckende Körper, der Bizeps einiger Sumo-Ringer hat die gleiche Größe wie die Taille eines Normalsterblichen. Dank der strengen Regelung werden bestimmte Beträge auch geistig verhärtet. Schließlich dauert ein Kampf zwischen zwei Wrestlern manchmal nur wenige Sekunden. In dieser Zeit müssen die Kämpfer ihre ganze Kunst zeigen. Ein robuster Summist ist in der Lage, einer Kollision mit einem gleichwertigen Riesen mit einer Geschwindigkeit von 50 bis 60 Kilometer standzuhalten. Pro Stunde. Schließlich würde ein ungeübter Mensch nach einem solchen Aufprall höchstwahrscheinlich mit mehreren Brüchen im Krankenhaus landen. Ein Wrestler kann einen 150 Pfund schweren Gegner stolpern und werfen oder diesen Berg aus Fleisch und Muskeln aus dem Ring stoßen. Sicherlich stimmen Sie mir zu, dass es unglaubliche Kraft erfordert, dies zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, dass es während eines kurzen Kampfes zu Summen kommt, man kann seine Taktik mehrmals ändern, sie sind nicht nur stark in ihren physischen Parametern, sondern auch in der Kunst, sie anzuwenden. Schließlich ist in den meisten Fällen die Größe des Wrestlers der entscheidende Faktor, je größer der Kämpfer, desto besser. Viele Sumo-Ringer haben sich diese Regel zu eigen gemacht und beschlossen, unglaubliche Anstrengungen zu unternehmen. Er gehört zu den ruhigsten Gipfeln der Geschichte, der härteste Sumo-Ringer der Geschichte ist Bora Satoshi. Man könnte meinen, er sei Japaner, aber er ist nicht der härteste Wrestler. Sumo aller Zeiten ist ein Mann aus Burjatien, sein richtiger Name ist Anatoli Mikhailov. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere wog er 2018 etwa 293 Kilo, als sein Gewicht das Maximum seiner besten Zeiten erreichte. Er verteidigte, obwohl Aurora seine Karriere bereits beendet hat, bleibt es immer noch die schwerste Summe 100 aller Zeiten. Der schwerste Japaner war und ist Yamamoto Yama Ryota mit einem Gewicht von 277 Kilo. Er war der schwerste Sumo-Ringer mit japanischen Wurzeln und der schwerste ethnische Japaner in der Geschichte. Yamamoto Yama Ryota hat seine Wrestling-Karriere bereits beendet. Wenn die Ora dies jedoch aus eigenem Antrieb tat, zwang der japanische Verband die Japaner zu diesem Schritt. Die Demo ergab, dass er zusammen mit 22 anderen Wrestlern an Kämpfen mit vorher festgelegten Ergebnissen teilnahm. Nun, die Stelle zwischen Horror und Yamamoto Yama wird von einem Amerikaner eingenommen, der ursprünglich von den Hawaii-Inseln stammt. Oder Koni Shikayasu Kiti, der auf den Höhepunkt seiner Karriere den zweiten Platz unter den schwersten Sumo-Ringern einnimmt. Dieser Amerikaner wog 285 Kilo. Dank ihr glänzte er nicht durch ausgefeilte Technik, und wegen seiner gigantischen Ausmaße erhielt er den Beinamen Kipperwagen oder auch Massenbombe. Die negative Seite des Sumo ist die enorme Größe und unbezwingbare Kraft, aber das Leben der Sumo-Ringer hat auch seine Kehrseite. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist um 10 Jahre kürzer, ein weiterer Nachteil. Es ist ihnen verboten, Auto zu fahren. Ein riesiger Bauch könnte sie beim Autofahren stören. Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Einschränkungen. Jüngere Ringer tragen auch im Winter einen dünnen Baumwollkimono namens Yukata und hölzerne Ghetto-Sandalen. Mobiltelefone und Freundinnen sind bei Juniorenwettkämpfen verboten. Frauen dürfen nicht in den Ställen leben. Ein Sumo-Ringer darf nicht heiraten und außerhalb des Stalls mit einer Frau leben, bis er mindestens die 2. Liga erreicht hat. Sollte der Summist wieder in die 3. Liga absteigen. Er muss seine Frau und seine Kinder verlassen und zur Schule zurückkehren. Die gleiche Hierarchie bestimmt die Art und den Umfang der inländischen Abgaben. Jüngere Kämpfer niedrigerer Kategorien stehen zuerst auf, um zu putzen und zu kochen. Möchten sie einen höheren sozialen Status erreichen? Damit sie keine geringfügige Arbeit verrichten müssen, trainieren sie und werden sie in Sumo-Kämpfen mit anspruchsvollem Training, einem drastischen Regime und Verboten besser. Für all das muss es eine Belohnung geben. Sumo-Ringer, die das höchste Niveau erreichen, können mit einem monatlichen Gehalt rechnen. Von 30 bis 60.000 US-Dollar und das alles ohne Sponsorenbeiträge und Boni nach Abschluss des Spiels. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Sumo im Land der aufgehenden Sonne ein sehr beliebter und anerkannter Herausforderungssport ist. Auch wenn die Kämpfer leiden und einem strengen Regime folgen müssen, kommt ihnen das alles in Form von viel Geld sowie nationaler Popularität und Bewunderung zurück. Wenn Sie mir zustimmen, geben Sie ein „Gefällt mir“ und das ist alles für heute, schreiben Sie Kommentare und bald. Auf Wiedersehen.